Solange möchte ich aber weitersprechen mit Ruprecht Polenz, mir nun zugeschaltet, ehemaliger CDU-Generalsekretär. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Gößber. Ich würde gerne mit Ihnen einmal zuerst auf dieses Treffen schauen, auf die allgemeine politische Situation seit Solingen. Können Union und Ampel jetzt wirklich zusammenarbeiten? Der Ton, er war extrem rau und die Vorstellung, wir haben es gerade noch einmal gehört, sie liegen sehr weit auseinander. Ich glaube, es ist wichtig, dass Sie es können, denn man muss ja immer wissen, was sind die Ziele von Terrorismus? Es geht ja dem Terroristen nicht nur um das Opfer, um die Opfer, die er unmittelbar tötet, sondern es geht ja darum, über diesen Akt, über diesen schrecklichen Akt Angst und Schrecken zu verbreiten, das Vertrauen in staatliche Institutionen zu unterhöhlen und letztlich eine Gesellschaft zu destabilisieren. Und vor diesem Hintergrund ist es ganz, ganz wichtig, dass sich die demokratischen Parteien jetzt nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern dass sie zu gemeinsamen Lösungen kommen im Interesse der Sicherheit unserer Gesellschaft. Jetzt ist Migration schon länger eines der großen Themen in der Gesellschaft und damit auch im Wahlkampf in den ostdeutschen Bundesländern. Was könnte Solingen vor allem für die Kanzlerpartei, für die SPD am Sonntag bedeuten? Ja, zunächst einmal, glaube ich, muss man die Dinge, obwohl es natürlich Zusammenhänge gibt, erstmal prinzipiell auseinanderhalten. Also Terrorismusbekämpfung, Asyl, Migration und Integration. Dass man das ein Stück weit auch trennen muss, ergibt sich ja aus dem einfachen Gedanken, dass selbst eine vollständige Abschaffung des Rechts auf Asyl uns nicht vor Terrorismus hundertprozentig schützen würde. Denn Organisationen wie IS, Al-Qaida oder andere finden immer Mittel und Wege, Terroristen in unser Land zu schleusen oder Menschen, die hier schon länger leben, zu Extremisten sozusagen umzuerziehen. Also die Dinge muss man trennen. Man darf vor allen Dingen auch als Politikerinnen und Politiker jetzt nicht in eine Panik quasi verfallen und viel versprechen, was man hinterher nicht halten kann. Und da hat die SPD sicherlich mit dem Versprechen, wir schieben jetzt ab und sofort und möglichst viele und möglichst alle, den Mund sehr voll genommen. Denn zum Abschieben muss man wissen, praktisch gehört eben auch dazu, dass die Länder, in die abgeschoben wird, diese Menschen auch wieder aufnehmen. Und wenn wir jetzt über Afghanistan und Syrien sprechen, dann stellt sich ja auch die Frage, und da höre ich noch keine Antwort von denjenigen, die das fordern, mit wem will man denn über diese Abschiebungen sprechen? Mit den Taliban, mit Assad? Wie haben die sich bisher dazu eingelassen? Herr Polenz, ich würde gerne dann aber auch hinter diesem Aspekt noch einmal auf Sonntag schauen, denn dann haben Teile der Bevölkerung die Möglichkeit, direkt zu zeigen, was sie von der Politik halten. Wir haben es bei anderen Landtagswahlen gesehen. Die Bundespolitik spielt da immer eine große Rolle. Die SPD als Kanzlerpartei und auch ehemalige Volkspartei steht da jetzt am Rande der 5%-Hürde. Es könnte also sein, dass sie es nicht mehr in den Landtag reinschafft. Was sagt das über den Zustand Deutschlands aus und unserer Demokratie? Ja, wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik, auch des wiedervereinigten Deutschlands anschaut, dann gehört die SPD zur Statik und Stabilität unseres Landes dazu. Sie hat sich auch in ihren Regierungszeiten, insbesondere unter Willy Brandt und Helmut Schmidt, große Verdienste um unser Land erworben. Und sie regiert ja auch in vielen Ländern und Kommunen. Niemand kann sich freuen. Auch natürlich ist die SPD für mich als Christdemokrat ein politischer Gegner. Aber wir arbeiten eben auch in vielen Ländern und immer wieder auch in Koalition miteinander zusammen. Also niemand, kein Demokrat, keine Demokratin sollten sich wünschen, dass die SPD unter die 5%-Hürde fällt. Also etwas, worauf wir am Sonntag achten werden und vor allem wichtig, dass die demokratischen Parteien in diesen Zeiten zusammenarbeiten, auch bei den Themen wie Integration und Migration, wie wir es auch gerade noch einmal von Ruprecht Polenz gehört haben. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung.